Hallo und herzlich willkommen auf Mallorca. Wir machen heute eine wunderschöne Küstenwanderung ab St. Elm an den westlichsten Punkt der Insel. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne mit. So, wir starten hier direkt am Strand und da ist auch gleich die Bushaltestelle. Von daher auch super zu erreichen. Und jetzt geht es erstmal durch den Ort über die Flaniermeile. Schon sehr gemütlich hier. Das Tolle ist, die kleinen Ausbuchtungen, immer mit tollem Blick hier. Schauen wir runter. Sehr nice. Ja. Kleiner Hafen. Hier geht es dann immer rüber nach Sa Dragonera. Das ist jetzt auch die Küstenlinie, an der wir entlang laufen und haben dann die ganze Zeit auch Blick rüber zur Insel. Nice. Direkt am Strand kann man nicht laufen. Wir müssen durch den Ort, aber der ist nicht so groß. Kann man wenigstens Häuser gucken, das machen wir eh gern. Hier geht es noch, wohnen direkt am Meer. Ich muss nur Angst haben, dass das Haus unterspült wird. Kommen wir in den westlichen Teil von St. Elm. Schön mit Kunstrasen, wer es mag. Richtig, Satellitenschüssel, dass man auch ins Fernsehen gucken kann. Das ist jetzt wirklich das Ende. Da sehe ich schon so einen Trampelpfad. Da steigen wir jetzt ein in die Küstentour. Wir haben uns die Tour direkt an der Küste ausgesucht, also hier ist schon mal kein Schild. Die Tour selbst zusammengestellt, von daher mal gucken, ob die Karten stimmen, die wir da benutzt haben. Schon mal nicht so schlecht. 2 Kilometer jetzt ab Startpunkt. Erstes Mal Blick runter aufs Meer. Bin gespannt, wie es weitergeht. Vorne teilt sich das dann in einen sehr schmalen Küstenweg und einen anscheinend breiteren. Wir schauen mal, ob wir den schmalen finden. Aha. Wir sind auf dem Weg. Auf welchen? Also hier sind überall so Trampelpfade. Ihr seht. Cool. Hier jetzt aufpassen. Immer ganz links halten. An der Küste. Jetzt sind wir nämlich auch schon auf dem Weg, den wir uns ausgesucht haben. Boah, schaut schon mal super aus. Zapalotte. Guck mal, hier geht es aber wirklich direkt schon runter.
sehr schöner Einstieg. Aber wenn selbst so ein Schisser wie ich jetzt hier ohne Probleme gehen kann, noch geht's. Na, habe ich da was Gutes rausgesucht? Ja, ich bin gerade echt, das haben wir da schon. Also das erinnere ich tatsächlich nicht. Super. Genau der Weg, den du rausziehen Überraschend cooler Weg, also wirklich. Hier nochmal die Seitenansicht, Wegprofilaufnahme. Hier auf halber Höhe genau durch. Wenn man es von hier sieht, denkt man sich, nee, da ist kein Wanderweg. Ja. Normalerweise ist sowas dann immer mit Schildern gespickt. Achtung, Durchgang verboten, Absturzgefahr, Steinschlag. Hier ist gar nichts. Wir haben gesehen, da geht es von der Landzunge raus. Da schauen wir mal, ob wir die erreichen. Also Wege gibt es hier echt ganz viele, so Trampelpfade. Hier unbedingt eine Karte dabei haben. Plana des Freu. Da wollen wir hin. Da ist da vorne ein Trampelpfad. Schau doch mal. Da, weiter vor. Ja, ja. Zack. Jetzt. Ne, so. Voll der Weg. Super. Schaut gut aus. Ersten Felsen für uns. Da oben, seht ihr, ist natürlich ein toller Aussichtspunkt. Hier so ein alter, verfallener Turm, aber da sind bestimmt noch viele andere Menschen. Und ihr wisst, wir sind gern irgendwo allein. Das sind sogar Stufen. Aber man sieht, dass es super gut erreichbar ist. Weiß man gar nicht, wo man hingucken soll. Da Dragonera, Küstenweg. Und hier geht's weiter. Super schön, super. Das ist natürlich auch ein super Platz, um was zu machen. Genau, ihr seht es jetzt gleich. Das waren Eindrücke, hä? Wahnsinn. Also, wir sehen unseren nächsten Wegpunkt. Da oben an den Turm geht es hin. Ich kann schon von hier sehen, dass da relativ viele Leute sind. Wird jetzt nicht mehr ganz so einsam, das macht aber auch nichts. Und dann geht es hinten runter wieder in eine Bucht. Das ist der nächste Wegpunkt, der übernächste dann.
Hallo. Das ist super Timing. Also wir sind nicht die Einzigen, die diesen tollen Spot hier kennen oder aufsuchen. Aber macht auch nichts. Ist ja nicht für uns allein hier. Nur da hoch. Loch. Loch. Ah, das ist unser nächster Wegpunkt. Oh, müssen wir wieder alles runter und dann wieder hoch. Aber machen wir ja gern. Das war ein beliebter Wegabschnitt hier. Wir kommen jetzt auch dann auf ein Teilstück des GR 221. Wir sind im Abstieg runter zur Bucht und hier ist schon wieder schön still. Also ausgeschildert ist es nicht, weil den Weg kann man gut erkennen. Also der geht ganz schön steil runter hier. Bisschen aufpassen. Gutes Schuhwerk ist auf jeden Fall hilfreich hier, dass man nicht auf dem Arsch landet. Der Weg wird doch ein bisschen anspruchsvoller, aber ist immer noch gut zu gehen. Also ein sandiger Badestrand ist es nicht wirklich, aber wir sind ja auch nicht zum Baden hier. Eher ein wilder Strand, aber wir haben ihn für uns allein. Es kommt erst wieder mal ein Aufstieg, aber es ist halt so. Genau, wir setzen unsere Rundtour fort. Ich bin gespannt, was wir noch alles entdecken unterwegs. Also bisher muss ich sagen, echt klasse Tour. Oh. Hängematte liegen. Also weder Hängematten-Camping noch Camping oben, also ohne Zelt, noch mit Zelt. Also überhaupt nicht, ne? Nur zur Also Info. gar nicht. Gar nicht campen. Ich sehe gerade, wir kommen jetzt gleich unmittelbar auf den GR 221 und da ist ja ein beliebtes Spiel, obwohl Camping verboten ist, überall auf Mallorca, dass natürlich die Leute, die den Weg gehen, sich irgendwo einen Schlafplatz suchen. Und deswegen da unten auf das Schild, das wäre natürlich ein toller Schlafspot. Und das müsste jetzt auch schon der GR 221 sein, der hier quert. Das ist der bekannte Fernwanderweg hier. Wir sind jetzt ein bisschen weg von der Küste und gehen jetzt im großen Bogen wieder nach St. Elm zurück. Und dort werden wir uns dann als krönenden Abschluss ein Kaltgetränk oder ein Eis? Eis. Dann nehme ich ein Kaltgetränk.
gut einem Kilometer hier auf der Schotterstraße, kommen wir aus dem Wald raus und endlich wieder mal Blick. Oh, kann man noch ein bisschen Hinterland erleben. Schon schön. Bisschen Hinterland-Eindrücke. Wobei man muss sagen, also die Schotterstraße ist jetzt im Vergleich zu dem abgefahrenen Küstenweg fast ein bisschen langweilig. Also ob man die Rundtour jetzt hier mit Hinterland machen möchte oder vielleicht am Strand auch wieder zurück, ist natürlich jedem selber überlassen. Wir wollten eine Rundtour. Oh, jetzt schauen wir es uns an. Seht ihr das Blaue? Also nicht den Pool, sondern da ist wieder Meer. Wir sind in St. Elm angekommen. Natürlich jetzt an einem anderen Punkt, wo wir vorhin los sind. Aber die Runde machen wir natürlich noch durch. Ne? Hier geht es wieder ans Meer. Wir machen ja eine Küstenwanderung. Das war ein feiner Sandstrand, ja? Im Vergleich zu unserer Bucht, wo wir vorhin waren, kein Vergleich. Für den kleinen Strand und dann zum großen Strand und dann sind wir wieder am Ausgangspunkt. Ja. 9 Kilometer hatte jetzt die Tour und wir sind wieder am Strand von St. Elm. Zurück am Hafen. Wir haben uns jetzt doch für Eis entschieden und danach gibt es ein Kaltgetränk, zumindest für mich. Unser Fazit zur Tour, also der erste Teil an der Küste, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, toll, war super geil, also nur zu empfehlen. Die Rundtour, dann der zweite Teil durchs Hinterland, war ein bisschen öd. Würde ich jetzt nicht mehr so machen, sondern die gleiche Strecke nochmal zurück am Strand. Ist sicherlich dann noch schöner. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und schaut mal wieder rein auf dem Kanal. Macht's gut. Ciao.